Okay, Meister. Ja, ja. Ja, ja. Die Absaugung ist noch nicht fertig. Meister. Hallo, Kumpel. Ich wünsche mir manchmal, ich wäre Ketmos. Läuft. Ja, bums. Schauen wir hier mal rein. Ein schönes Inlay. Und dann sieht das Ganze so aus. So ein bisschen bestückt, wie man es vielleicht zu Hause brauchen kann. Und so hier hin sortieren, ja, wie wir das gerade brauchen. Wie wir sagen, ja, so möchte ich das haben. Ganz über Schubladen zu jetzt auch noch zu benutzen. Oder hier das Ganze komplett leer. Zum Beispiel so oder auch in groß. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und willkommen in der wunderbaren Welt der L-Boxen. Oder wie ich es sage, willkommen bei jedem, der Ordnung wirklich liebt. Willkommen in der Welt der L-Boxen, oder wie ich so schön sage, willkommen in der Welt der Ordnung. Denn ich muss sagen, ich bin jemand, der Ordnung in der Werkstatt wirklich extrem liebt und ich finde es mega schön, wenn alles, was man hat, seinen festen Platz hat und man genau weiß, wo man etwas wiederfindet. Wenn du genau so bist, dann ist das heute hier auf jeden Fall dein Video. Denn es gibt so viele verschiedene Dinge, die ich heute zeigen möchte, das ist echt der Wahnsinn. Und bei einigen wusste selbst ich bis heute nicht, dass man das kaufen kann oder dass es das überhaupt gibt. Es gibt zum Beispiel eine neue L-Box mit transparentem Deckel und Ordnungssystem. Es gibt sie aber auch in allen möglichen Farben. Schon erstaunlich, was es alles so für Boxen gibt. Es gibt nämlich auch Boxen, die man selber bestücken kann. Zum Beispiel so oder auch in groß. Und du siehst, es gibt sogar verschiedene Größen, denn viele von euch kennen die große L-Box gar nicht. Das ist die Standard Bosch-Box, kennst du doch, oder? Die ist blau, rote Schrift, alles klar, ist von Bosch, alles super. Naja, nicht ganz. Das ist, um genau zu sein, die L-Box. Welche L-Box genau das ist, da kommen wir später noch dazu. Aber L-Box ist nicht gleich L-Box, auch da kommen wir später zu, sondern es ist so, dass diese Box gar nicht von Bosch ist, sondern da hat Bosch nur sein Werkzeug reingetan und seinen Namen drauf geschrieben. Sondern diese Box wird hergestellt von BS Systems, das ist eine Tochter von Bosch und Sortimo. Und da gibt es nicht nur Bosch drin, sondern noch ganz andere Marken. Schaut mal hier, Fischer, Stihl, Fissmann, Fein, Rems oder auch Knipex. Wollen wir da mal reingucken? Ja, das machen wir doch glatt. Hier zum Beispiel Stihl mit einem extra Inlet natürlich für Stihl und einem Akkulader. Schaut mal hier, wunderschönes Orange L-Box mit Fein und schauen wir hier mal rein. Ein schönes Inlay und das Gerät hier, ja, das kennen wir doch, oder? Aber Fein und ein Bosch-Akku? Oh, und an dieser wirklich schweren Box von Rems ist das Werkzeug und ich sage euch, das ist echt massiv. Oder hier zum Beispiel von Knipex. Ja, von Knipex gibt es so etwas. Und dann sieht das Ganze so aus. Und überlegt mal, ihr habt hier alles, was ihr braucht, in einem Koffer. Das ist doch der Hammer, oder? Aber jetzt lasst uns doch mal wirklich am Anfang anfangen. Und am Anfang war die Box. Und sie war schön. Und genauso ist es hier heute. Eine Sache aber erstmal vorweg. Es gibt so viele Formen, so viele Einsätze, das habe ich nicht alles hier und auch kann ich euch nicht alles zeigen. Aber lasst uns mal am Anfang anfangen bei der Größe der Boxen oder der Boxenvielfalt. Beziehungsweise wir müssen jetzt noch mal einen Schritt kurz zurückgehen. Du hast jetzt ja gesehen, dass es verschiedene Hersteller gibt, die diese Boxen bestücken. Aber du kannst die Boxen auch einzeln kaufen. Nicht der Hersteller, aber grundsätzlich der Größen und der Einlagen und so weiter und so fort. Wenn du dich dafür interessierst, schau mal unten in die Videobeschreibung, da findest du jedes verschiedene System, was wir hier auf dem Tisch haben und noch so viel mehr, denn der Katalog ist riesig. Also guck da einfach mal rein, wenn du sagst, Ordnung ist mein Ding. Aber jetzt haben wir erstmal die gängigsten Größen hier. Und hier haben wir erstmal die kleine Mikrobox, wozu man die braucht und wozu man die nutzen kann, zeige ich hier noch. Dann geht es weiter zu einer etwas größeren Box, ich sage immer liebevoll die Frühstücksbox dazu. Und dann gibt es hier verschiedene Höhen von der 100er hier bis zur 374er. Ja? Und es gibt auch als Nächstgröße sogar noch hier die XL-Box, die ist ein bisschen schwer. Ja, die kann ich euch nicht einfach so hochheben, weil die ist ja bestückt, wie du gerade schon gesehen hast. Und die gibt es in der Größe. Und all diese Boxen kannst du sogar noch super konfigurieren und dein Ordnungssystem so bauen, wie du es brauchst. Denn man kann mit diesen Boxen auch jede Menge echt verrückte Sachen machen, wie zum Beispiel mit dieser Sonderform. Als allererstes, wir fangen mal unten an, ja, gibt es diese Form hier. Ja, das kannst du so einzeln kaufen. Ja. Das ist ein sogenanntes Rack. Dazu gibt es hier das Ganze. Wir kommen dazu nochmal gesondert. Das kann man hier entsprechend auch einführen. Dann machen wir das hier. Du kannst jetzt hier natürlich
das hier jetzt auch stapeln. Stapel, 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 Stapel. Da kannst du auch 5 Stück übereinander stapeln zum Beispiel. Ja? Und auch wieder ineinander haken, dass es ein fester Turm wird. Oder du kannst sowas hier, wie das hier machen. Moment. Weil der Clou ist ja, dass sich die ganzen Boxen entsprechend ja auch verbinden. Und jetzt wird es ganz verrückt. Komm ein bisschen dichter. Wir haben als allererstes mal hier oben drauf die Möglichkeit, das zu öffnen. Und da drin haben wir jetzt hier die entsprechenden L-Box Mini, 2 Stück. Nummer 1, Nummer 2 und hier daneben noch ein Ordnungssystem. Alles hier drin und hier oben drauf könntest du sogar noch was lagern. Dann haben wir hier entsprechend die Möglichkeit, hier das Ganze über Schubladen jetzt auch noch zu benutzen. Oder hier das Ganze komplett leer. Und das war wirklich erstaunlich, was es alles gibt. Du kannst dir das so konfigurieren, wie du das brauchst. Und dann gibt es eine Sonderform wie das hier mit Tragegriff, wo du dein Werkzeug auch aufrecht lagern kannst. Und manchmal macht es ja auch das Inlay oder zum Beispiel so eine Box, wo das Inlay wirklich erstaunlich ist. Schaut mal. Und hier haben wir eine komplette Thermoeinlage. Und du hast gerade gesehen, was es alles schon gibt und allein da müsste dein Gehirn ja schon explodieren. Meins ist es auf jeden Fall, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und was ich übrigens nicht wusste, ist, dass jede zweite L-Box, die verkauft wird, ist selbst bestückt. Also, was ist denn hier los? Also jede zweite L-Box, und ihr wisst, was alles in L-Boxen verkauft wird. Und jede zweite davon ist selbst bestückt, beziehungsweise wird selbst konfektioniert. Und genau deswegen habe ich hier eine ganz besondere Box, wie diese hier von Helden der Werkstatt. Aber besonders ist vor allem das, was innen drin ist. Und hier haben wir jetzt ein komplettes Sortiersystem. Wir können jetzt das Ganze uns so hier hin sortieren, ja, wie wir das gerade brauchen, wie wir sagen, ja, so möchte ich das haben. Ja. Oder. Und das kannst du so kaufen. Das passt hier perfekt in so eine L-Box rein. Weil, schaut mal hier, wir haben ja hier immer so eine Aussparung hier. Ja, hier für den Griff an der Seite. Und das hier passt entsprechend perfekt hier rein. Und schon kannst du hier deine Dinge reinsortieren. Und dafür gibt es jetzt diese neue Box. Nämlich einen durchsichtigen Deckel. Und ich finde, dieser durchsichtige Deckel ist ein absoluter Gamechanger. Denn ich sehe jetzt, was drin ist und Mist. Jetzt ist mir alles rausgefallen. Nein, ist es nicht. Dann schaut mal hier. Schaut mal hier. Es ist alles noch da, wo es hingehört. Aber schaut mal hier. Wir haben hier genau da, wo die Boxen sich kreuzen, haben wir hier Stege im Kunststoff. Du kannst also genau reingucken, ohne und bist 100% in der L-Box-Form, ohne dass die Sachen hier irgendwo rumoxidieren oder irgendwo rumfallen. Ja? Es bleibt also alles genau da, wo es hingehört. Schaut mal hier. Ich mache das Ganze mal auf und du hast alles hier genau, wie du es brauchst. Ich habe hier mal das Ganze so ein bisschen bestückt, wie man es vielleicht zu Hause brauchen kann. Hier so ein paar Vago-Klemmen, ein paar Unterlegscheiben, Schrauben, hier Trockenbaudübel, normale Dübel, dein Cuttermesser. Alles hier zusammen in einer Box. Und du hast gesehen, sogar die Unterlegscheiben, die ja wirklich dünn sind, ja, bleiben genau in ihrer Form. Das finde ich echt gut und total wichtig, denn in der Regel ist das so bei solchen Sortiersystemen, die sind nicht sicher vom Umkippen machen, du musst die immer irgendwie so transportieren oder du musst die dann genau so hier rumtragen. Musst du in dem Fall aber nicht. Es bleibt alles da, wo es ist und du kannst reingucken. Und sind wir uns doch mal ehrlich, zu uns ganz ehrlich, sind wir doch mal ganz, ganz ehrlich, ja. Wenn du etwas nicht siehst, dann gibt es das auch nicht. Also wie häufig hast du das schon gehabt, dass du irgendwas neu gekauft hast, weil du einfach gar nicht mehr wusstest, dass du es schon hast. Hier kannst du direkt reinschauen. Und ich finde, das ist ein super Werkzeugkasten so für zu Hause, den du dir so bestücken kannst, wie du ihn brauchst und bist trotzdem noch in deinem Boxensystem. Finde ich mega. Und dann gibt es auch noch das hier. Und zwar ein System, um das Ganze selbst zu bestücken. Ich zeige dir das mal. Ich habe hier wirklich eine gigantische L-Box. Und das Schöne ist an dieser L-Box, da passt echt eine Menge rein. Und auch die kannst du dir so bestücken, wie du das möchtest. Und in diesem Fall ist es so, dass wir hier entsprechend Schaumstoff drin haben, der schon vorgerastert ist und den du dir so bestücken kannst, wie du es haben willst. Denn es gibt ja teilweise natürlich Konfigurationen an Werkzeug, wie du es nicht zusammen kaufen kannst, wofür es keine standardmäßige Einlage schon gibt. Und hier kannst du dir deine Einlage wirklich selber gestalten, wie du das haben möchtest. Ich zeige dir das mal. Hier zum Beispiel haben wir uns mal was ganz Besonderes zusammengestellt. Hier haben wir ein 12-Volt-Gerät, ja, hier mit der sehr ungewöhnlichen Form und trotzdem haben wir es reinbekommen, haben hier einen 12-Volt-Akku uns geschaffen, hier Platz dafür, haben hier zusätzlich noch zwei 18-Volt-Akkus
für die Stichsäge und das zweite Gerät. Und alles hier in einem Koffer. Das bekommst du nur hin mit so einem System. Du hast jetzt gerade relativ weichen Schaum gesehen und hier machen wir das Ganze noch mit etwas härterem Schaum, der auch, ich sag mal so, wo die Bahnen vorgeschrieben sind. Schau mal hier. Hier seht ihr das Ganze nochmal auch anders ausgefüllt, weil hier haben wir entsprechend 2 Messwerkzeuge hier drin, auch von Bosch, aber ihr könnt natürlich auch irgendwas anderes reintun. Und ihr seht hier, das ist ein etwas festeres Material. Ja? Das ist auch nicht vorperforiert, sondern die Linien sind hier einfach nur so ein bisschen reingedruckt. Und das Ganze können wir mit dem Cuttermesser wunderbar cutten. Um das hier reinzutun, haben wir unter 5 Minuten gebraucht und schon haben wir ein perfektes Inlay. Man könnte hier übrigens natürlich auch noch Akkus reinsetzen. Sprechen wir mal über die verschiedenen Arten von Boxen, beziehungsweise die verschiedenen Generationen. Wir haben hier die L-Box Classic. Das ist die klassische L-Box, die du genau so auch noch kaufen kannst, beziehungsweise das ist der Klassiker in den Zubehörboxen, die man sich entsprechend selbst bestücken kann. Und dann gibt es die L-Box der neuesten Generation, auch Generation 4 genannt, die hier jedoch exklusiv für Bosch ist. Und dazwischen gibt es einen Unterschied, und zwar nicht jedes Zubehör für diese Box passt in diese Box und von dieser Box in dieser Box. Wenn du aber wissen möchtest, welches Zubehör passt jetzt von rechts nach links hin und her, schau mal einfach unten in die Videobeschreibung, da findest du einen ehrlichen Preisvergleich, schau da einfach mal die Produkte rein und auf der Seite gotools.de findest du zu jedem Einzelnen auch immer den Hinweis, in welches System, von den Zubehören, in welches System das Ganze denn passt. Ja? Aber was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden Boxen? Ja? Wir haben jetzt einmal hier die Classic Box und hier die neue. Im Grunde ist es fast identisch, bis auf einen kleinen Twist. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir nehmen jetzt einmal die neue Box und klicken sie auf die alte, ja, auf die Classic Box. So, ihr seht jetzt hier, passt, wunderbar, kein Problem. Aber wir können jetzt hier den Deckel nicht öffnen. Das heißt, wir machen ihn auf. Ja, wir können das nicht öffnen und wir können das nicht aufmachen. Aus folgendem Grund. Ja. Schaut mal hier, der Deckel und diese Raster hier, ja, das ist zusammen, das ist ein System. Das ist hier eins und der Deckel hier ist nicht zusammen, beziehungsweise so rum. Bei der neuen L-Box, ja, bei der hier, ist es so, dass das Ganze hier eine Einheit ist und dadurch habt ihr folgenden Vorteil. Ihr könnt hier oben drauf so eine Box drauf machen und könnt es so öffnen. Ja? Das ist aus meiner Sicht einer der Hauptvorteile der neuesten Generation. Man muss jetzt aber dazu sagen, dass die neueste Generation, die wir hier haben, der Boxen, nämlich genau der hier, die ist Bosch exklusiv vorbehalten. Die gibt es nur von Bosch und nur mit Bosch-Label. Es gibt nicht nur die großen Boxen, sondern auch die kleinen Boxen hier. Und nicht nur die großen kann man stapeln, sondern eben auch genau diese. Weil die haben genauso einen Clip hier unten. Und dann kann ich das hier so entsprechend zusammenklippen. Und habe auch hier einen kleinen L-Box-Turm. Ja, schon der Wahnsinn, oder? Finde ich eine tolle Sache. Und mit diesen kleinen Boxen machen viele Folgendes. Sie nehmen das hier als Lunchbox zum Beispiel, um Frühstück oder Mittag darin zu transportieren. Aber man kann es natürlich auch als Aufbewahrungs- bzw. als Sortiermöglichkeit nutzen. Und deswegen schauen wir uns das hier mal kurz an. Wir haben hier zum Beispiel eine mit 6 Fächern und können das so aufteilen, wie wir es haben wollen und hier Dinge reinsortieren. Oder man kann es auch hier als Inlay kaufen für die ganze Box, als vierteiliges Set und schon habe ich auch hier perfekte Ordnung. Und natürlich gibt es auch für die Kleinen diese Schaumstoffeinlagen, die entsprechend gerastert sind, ja, schon vorgerastert und von euch so genutzt werden können, wie du es haben willst oder so geformt werden, wie du es haben willst. Und schon noch bessere Ordnung. Verrückt. Aber lasst uns noch mal über die große Box hier sprechen. Denn wenn wir über die XL-Box sprechen, müssen wir auch über die Mikrobox sprechen, nämlich genau diese hier. Auch diese hier kannst du natürlich auch wieder stapeln, wenn du es möchtest, aber die ist speziell für die XL-Box. Jetzt würdest du sagen, hä, was, Moment. Die Mikrobox für die XL-Box? Ja, weil damit kannst du Folgendes machen. Du kannst sie hier einfach ranklicken und hast hier entsprechend einen Halter in der Mikrobox. Das ist doch voll cool. Und auch eine normale L-Box kannst du mit der verbinden, aber nicht so wie du es gewohnt bist, dass du es hier einklickst, sondern du schiebst sie hier von oben rein und dann, du siehst, ja, dann hält sie entsprechend. Mitgedacht. Ich versuche euch ja die ganze Zeit eigentlich nicht zu verwirren, denn wir sprechen ja die ganze Zeit über L-Boxen. Das hier ist die sogenannte W-Box. Aber auch diese Box, ja, die kannst du zwar stapeln übereinander, aber die rastern nicht ein. Aber die W-Box kannst du hier in die XL-Box reintun und dann haftet sie genauso
wie eine L-Box, ja, und ist damit fest verbunden. Lasst uns doch mal über das Thema Stabilität sprechen. Wie stabil sind diese Boxen eigentlich? Beziehungsweise wozu sind diese Boxen eigentlich gedacht? Und das sind im Wesentlichen einfach nur Verpackungen für Werkzeug und Materialien. Genau, nicht mehr und nicht weniger. Und dementsprechend sind die auch ein Ordnungssystem. Jetzt gibt es natürlich auch Fahrzeugeinbauten mit L-Boxen und so weiter und so fort. Und die L-Boxen sind so konzipiert, dass sie das Werkzeug, was drin ist, schützen. Aber wenn man sie in einem Fahrzeug transportiert, beziehungsweise in einem Fahrzeugeinbau auch transportiert oder eingebaut hat, dass sie bei einem Crash nicht nur das Werkzeug schützen, sondern vor allem auch euch. Dass sie also nicht zu stabil sind, sondern eher, denn die Box kaputt geht, als ihr. Das ist natürlich ein wichtiger Grund und genau deswegen sind sie so konzipiert, wie sie hier auch sind. Und genau deswegen ist es so, dass es natürlich andere Boxen gibt, die unwahrscheinlich viel stabiler sind, aber die sind erstens natürlich schwerer, zweitens in der Regel auch etwas preisintensiver und Nummer 3, bei einem Crash möchtest du die nicht am Kopf haben. Und wenn du alles, was es gibt, mal auf einen Blick sehen möchtest, dann schau mal unten in die Videobeschreibung, da gibt es einen Link zu gotools.de und da findest du alles auf einen Blick und vor allem auch, was passt wo rein, wie, was, wo und da kannst du nochmal alles nachschauen. Wenn du wissen möchtest, was es noch alles gibt, beziehungsweise wenn du Detailfragen hast, schreib es doch mal unten in die Kommentare. Denn am Ende ist es so, dass ich hier wirklich nur an der Oberfläche kratzen konnte, weil es gibt so viel hier noch zu erzählen, so viel zu zeigen, da machen wir am besten noch mal ein zweites Video. Jetzt würde ich aber ganz klar sagen, ran an die L-Box und bis zum nächsten Mal.